Und das ist ein Jaguar XK 140 Roadster, ein ganz tolles Auto, was wir heute Morgen bekommen haben. Das heißt, der war gestern schon da, ist er komplett in die Aufarbeitung gekommen und zeigt sich jetzt nach einem in einem toll polierten Zustand. Das Auto hat eine wahnsinnig schöne Lacktiefe. Das ist ein Auto, was ab 1954 gebaut wurde. Es gab ja vom Jaguar XK 3 Serien, den XK 120 als erstes ab 1950. Dann ab 1954 den XK 140, das ist so einer hier. Das war eigentlich der schönste von allen, wie ihr in dieser tollen Form auch sehen könnt. Und danach gab es noch den XK 150, der sah schon moderner aus. Der hat keine geteilte Scheibe mehr gehabt. Das Schöne an diesem Auto ist ja dieser tolle Aluminiumrahmen hier vorne in Chrom. Das Interessante an unserem Auto ist übrigens, dass er sehr, sehr original ist. Die Restaurierung ist schon sehr, sehr lange her. Und was mir aufgefallen ist bei dem Auto, und das zeige ich euch gleich mal im Detail, der hat eine wunderschöne originale Karosse und einen Lack mit einer ganz tollen Tiefe. Man sieht hier auch hier sind minimale Rostpünktchen drauf, aber das ist alles noch original, denke ich. So ist der Wagen zur Welt gekommen. Hier ist das Coventry, England, da ist er ja produziert, Jaguar drauf. Also all das ist original und in einem wirklich schönen Zustand. Und ich denke, dass das damit zu tun hat, dass dieser Wagen Jahrzehnte im gleichen Besitz gewesen ist. Ich kenne diesen Besitzer schon sehr lange, ist auch recht prominent, ein sehr bekannter Mann, der mit dem Auto sehr viel gefahren ist. So, ich erkläre euch jetzt noch ein paar Dinge zum Auto. Er hat Chromspeichenfelgen. Als wir den gestern bekommen haben, war der total schwarz. Aber unsere Jungs haben den so super aufpoliert, dass der wieder fast neuwertig aussieht. Scheinen mir auch die Originalen zu sein. Dann möchte ich mal kurz, was nicht ganz unwichtig ist, die XK-Türen, die sitzen nie richtig. Schaut euch das mal an, von welcher Güte dieses Spaltmaß ist. Der sitzt wirklich perfekt, also wirklich toll. Das Auto ist ja schon mal restauriert worden, aber ich glaube nicht, dass der komplett auseinander war. Das sitzt alles einmalig gut. Besser war es damals in Coventry auch nicht, als sie es gebaut haben. Dann hier vielleicht einmal zum Heck. Diese tollen, dicken Chromstoßstangen, auch in einem tollen Zustand, obwohl man sieht, dass die schon sehr alt sein müssen. Sie haben überall so Mini-Pickelchen und ein bisschen abgekratzt, aber das ist so toll im Zustand, da darf man auf keinen Fall was dran ändern. Auch die schönen originalen Lampen, das sind nicht irgendwelche Ersatzteillampen. Ich würde mal tippen, das sind die echten alten. Die sind noch in einem wirklich tollen Zustand. Man merkt, dass das Plastik sich schon ein bisschen verdunkelt hat. Das müssen Originale sein. Dann, Jaguar war ja seinerzeit Le Mans-Gewinner 1951 bis 1953. Da hat man natürlich dann Werbung gemacht mit diesem Auto. Das fand man natürlich toll. Und hat dieses wunderschöne Emailwappen hinten drauf gesetzt auf den Kofferraumdeckel. Das ist die Beleuchtung für die Nummernschildbeleuchtung hinten. Und hier vorne ist dieser wunderschön designte Griff zum Drücken. Und dann geht er auf. Das kann ich mal machen. Schaut mal dort hinein. Da haben wir die Steckscheiben drin. Man sieht, dieser Teppichboden ist neu gekommen, der ist nicht gewesen, aber das scheint mir alles noch völlig original zu sein. Vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis, man sieht es hier hinten, hier verabschiedet sich der Chrom so ein bisschen, aber das gibt dem Auto eigentlich den Charme. Ich würde das ehrlich gesagt lassen, das scheint alles original zu sein. Und wie der Wagen auch hier, wenn man sich das anguckt, beieinander ist, wie das zusammensitzt, das ist fantastisch. Da übrigens 3.4 ist ein Hinweis auf die Literleistung dieses Autos. Er hatte 3450 Kubik, also fast 3,5 Liter. Das war ja ein Sechszylinder, mit dem man toll beschleunigen konnte. Der Wagen ist 200 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit gefahren bei um die 200 PS. Es gab einen in der normalen Ausführung mit 190 PS und die SE-Maschine hatte dann 210 PS. Bei unserer Version hier handelt es sich ja um einen Jaguar XK 140 Roadster. Das heißt, er hat nur dieses sehr, sehr dünne Verdeck, also das ist nicht gefüttert. Das ist ein Roadster-Verdeck, das klappt sich ganz einfach zusammen und verschwindet dann hinten hinter den Rücksitzen. Auch in einem guten Zustand, man sieht dem Verdeck aber an, dass es schon älter ist. Und was ich hier auch toll finde, farblich ganz toll getroffen. Also das ist auch so ein changierendes Mausgrau, da ist ein bisschen Blau mit drin. Passt auch toll hier vorne zu dem Grau. Also das ist ein Auto, was unglaublich geschmackvoll ist und was ich in einer so schönen Konstellation eigentlich noch gar nicht gesehen habe. Übrigens auch toll, dieser Scheibenrahmen, der hier zum Teil aus Aluminium ist und zum Teil aus Chrom. Man sieht, dass das alles original ist. Das glänzt nicht, das poliert nicht. Man sieht, dass das der alte Rahmen ist. Aber das Schöne an dem Auto, der Zustand ist klasse. Da müssen Sie gar nichts machen. Das können Sie alles lassen, so wie es ist.
Also wenn ich mir das angucke, hat über so ganz kleine Pickelchen, aber er glänzt trotzdem. Er ist nirgends kaputt. Das Ding ist nicht 5-mal auseinandergebaut und dann wieder falsch zusammengebaut worden, wie man das ja oft bei Oldtimern hat. Das ist alles toll, authentisch zusammen. Schau, Paul, wenn du mal hier schaust, das ist übrigens auch das Leder hier. Das ist das ganz alte Leder, was aber nicht kaputt ist, was schön glänzt, was in einem super Zustand ist. Dazu kommt das alte Holzlenkrad. Das ist das originale alte, was ewig alt ist, mit dem Jaguar-Wappen drauf, aber nicht kaputt. Man sieht, es ist ein authentisches, originales Auto. Und ich meine, dass das echt eine Rarität ist. Sowas gibt es kaum am Markt. Ich habe euch ja eben schon was zur Karosserie gesagt, dass ich finde, dass die absolut erstklassig gearbeitet ist. Das gleiche gilt für den Lackaufbau. Ich habe also XKs in meinem Leben bestimmt, ich schätze mal 30 bis 40 Stück verkauft. Das ist einer der besten, die ich jemals hatte. Was ich auch toll finde, ist diese tolle mausgraue Lackierung. Ich glaube, im Mausgrau habe ich noch keinen gehabt. Die sind oft grün oder weiß oder rot. Aber dieses Mausgrau, und seht euch mal hier den Lackaufbau an. Der Wagen ist so dermaßen erstklassig lackiert. Das sieht fast aus wie ein Lackierlack, wie ein Klavierlack. Ist wirklich toll gemacht. Man merkt auch hier, auch das Spaltmaß, wirklich sensationell. Hier das Leder, das ist übrigens dunkelblau, sehr stimmig zu dem Grau außen. Man sieht, dass es schon benutzt ist, das ist schon älter, aber es ist nirgends kaputt. Und innen drin die Sitze, also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich fast sagen, die sind original. Also ich kann euch sagen, dass die original so ausgesehen haben. Machen wir mal die Haube auf. Ich hoffe, ich finde den Griff gleich. Ja, den finde ich. Hier ist die Jaguar-Maschine mit seinen beiden Vergasern. Man kann auch diesen Motor ansehen, dass er ständig bewegt wurde. Das ist ein Auto übrigens, dazu sage ich gleich noch was, der sehr oft die Mille Miglia teilgenommen hat, was selten ist. Man kommt nicht unbedingt an die Mille Miglia. Das Auto war permanenter Teilnehmer oder sehr, sehr viel. Das ist eine richtige Fahrmaschine. Und das sehe ich diesen Motor an. Das ist ein Auto, was immer von fachlicher Hand gewartet wurde. Das Auto war immer in Händen von Menschen, die damit umzugehen verstanden haben. Das ist ja nicht immer der Fall. Also das sind nicht irgendwelche Kaufleute gewesen, sondern das waren absolute Liebhaber, die den Wagen besessen haben, weil sie ihn toll fanden, weil sie ihn gelebt haben. Das Auto ist gelebt worden und das kann man in jedem Detail, wo man guckt, sieht man das. Das ist nicht aufpoliert und glänzt wie bei manchen und funktioniert es nicht richtig, sondern der hier, der läuft. Und wie gut er läuft, das zeige ich euch jetzt. Wir haben herrliches Wetter. Wir fahren mal bei uns an den Bergen lang und dann seht ihr, wie toll das Auto funktioniert. Also, auf geht's. So, los geht's zu unserer tollen Probefahrt hier im schönen Bayern in unserem neuen Jaguar XK 140 Roadster. Ich bin gespannt. Sound ist klasse, ist sofort angesprungen. Kupplung tritt sich gut, Gang geht einfach rein und ab geht's. Schaltet sich butterweich. Das ist ja unglaublich. Man hat auch ein bisschen mehr Platz beim XK 140. Hat man ja die Batterie, die früher hinten gewesen ist, nach vorne verlegt. Dadurch hat man 10 cm mehr Platz. Das heißt, in dem XK 140 Roadster kann man auch gut sitzen. Da ist Platz auch für Leute, die über 1,90 Meter sind. Also ich merke jetzt schon, das ist toll, das spürt man. Das Auto ist viel bewegt worden. Was übrigens ganz interessant ist bei dem Wagen, der Wagen war 45 Jahre in einem Vorbesitz, das ist einmalig. Das heißt, hier ist alles dokumentiert, hat eine fantastische Historie. Und durch die Verbindung und Kontakte dieses Vorbesitzers ist er auch immer die Mille Miglia mitgefahren. Und das ist natürlich, das macht das Auto besonders, weil ein Wagen, der einmal bei der Mille Miglia mitgefahren ist, dann ist es erheblich leichter und einfacher, dass der immer mitfährt. Und dieser Wagen ist ganz, ganz oft mitgefahren. Das heißt, der Wagen ist erprobt, der läuft richtig klasse, das merke ich auch. Der liegt super in der Hand. Also sowas spürt man, wenn man sowas 34 Jahre lang macht, dann merkt man einfach, ob man in einem guten Auto sitzt oder nicht so ganz. Der war nicht auseinander hier, da ist alles noch da, wo es hingehört. Oh, klasse. Da geht ja richtig was, aber ich warte noch ein bisschen. Wir müssen ihn noch ein bisschen warm fahren. Er ist ja noch ein bisschen kühl, aber man merkt, dass der Wagen klasse am Gas hängt, dass er sofort beschleunigt. Man muss natürlich bei so einem Auto schon ein bisschen aufmerksamer sein. Er hat keine Servolenkung. Es gibt Leute, die bauen sich heute ein elektrisches Servo ein, das kann man machen.
hat dieser nicht. Also hier ist noch der echte Fahrer verlangt. Aber dafür ist das ein super Auto. Ja, er beschleunigt super schön. Toll, er hängt toll am Gas, er hat Kraft. Ist wirklich ein schöner Wagen, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Also das ist ein Auto, was bei so einem Wetter richtig Spaß macht. Der geht super ab, der hat richtig Power. Also bei dem Wagen kann ich mir vorstellen, dass er auch wirklich die 200 Sachen schafft. Das heißt also, wer hier mit die Mille Miglia ständig gefahren ist, der ist auch gut angekommen. Das sieht man jetzt schon, mit dem Auto kannst du fahren, du bleibst nicht liegen, das ist ein ganz tolles Ding. Der fährt erstklassig, der schaltet sich butterweich. Also das Auto ist wirklich fantastisch. Da bin ich echt überrascht, das hatte ich gar nicht erwartet, dass der so gut fährt. Natürlich ein traumhaftes Wetterchen heute und der Wagen fährt top. Bin wirklich begeistert. Schöner Wagen. Und der hat auch richtig Dampf. Das ist ja das Problem bei der Mille Miglia. Ihr braucht ein Auto, was alles kann. Und der kann hier wirklich alles. Der fährt auf der Landstraße schnell, der hat Power, der ist zuverlässig, den kann man gut fahren. Man hat hinten den großen Kofferraum. Das ist auch wichtig bei der Mille. Er hat Steckscheiben. Man kann ihn zumachen. Er hat ein schönes Roadster-Verdeck, was dicht ist oder hoch genug ist. Warte mal, war das hier rein? Ja, ne? Fahren wir hier rein, okay. Also der läuft wirklich super gut. Schöner Wagen. Das ist ein echter Oldtimer, ein echter Klassiker. So muss ein Klassiker sein. Ich bin so manchmal, ich verkaufe ja auch voll restaurierte Autos, aber sowas echtes, authentisches, wo das Leder schon alt ist, wo man hier am Armaturenbrett sehen kann, dass er schon Tausende von Kilometern hinter sich gebracht hat. So ein Auto gefällt mir mit den authentischen Armaturen. So muss so ein alter Wagen aussehen, das ist meine Meinung. Wirklich eine tolle Probefahrt. Wir haben den Wagen richtig auf Herz und Nieren geprüft. Der läuft absolut klasse. Der hängt toll am Gas. Es macht Spaß, das Auto zu fahren. Das ist sicherlich einer der ganz wenigen Jaguar, wo man sagen kann, der ist authentisch. Der war immer in einem guten Zustand. Der war immer in den richtigen Händen. Was ganz wichtig ist bei so einem alten Auto. Und das merkt man auch, wie er läuft. Wenn wir hier durch schöne Bayern fahren, das Auto ist klasse. Also mit dem Auto kann man lange Strecken bewältigen ohne Probleme. Deswegen ist er ja auch mehrfach die Mille Miglia gefahren. Deswegen hat er eben auch der gleichen Hand über 45 Jahre gehört. Und das ist schon was ganz Besonderes. Es ist halt ein Auto, was mittlerweile, der Wagen ist Baujahr 1956. Das heißt, der Wagen ist ja mittlerweile über 60 Jahre alt. Und dafür muss ich sagen, hat er richtig Dampf. Der hat richtig Drehmoment. Das hat ja, ist ja klar, der hat eine 3,5 Liter Maschine. Das ist ziemlich viel. Und das Auto war für die damalige Zeit vor 65 Jahren, war ja beinahe übermotorisiert. Deswegen haben die auch diverse Rennen gewonnen seinerzeit. Also wirklich. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Gas geben, dass er merkt, der zieht richtig ab, der dampft richtig los. Tolles Auto, wirklich toll. Macht Spaß, der hat Kraft. Da kann man die Berge mit hochfahren, da bleibt nicht hängen irgendwo. Also manche Oldtimer, da fahren sie nur mit 50 einen Berg hoch. Das ist hier anders. Wir haben den Wagen, der hat eine moderne Leistung und ist dazu ein echter Oldtimer und dann auch in einem ganz toll fahrbaren Zustand, was nicht unbedingt immer der Fall ist bei solchen Autos. Hier ist das der Fall. So, jetzt haben wir Beuerwerk vor uns. Biegen rechts rein, da geht wieder mal eine wirklich schöne Probefahrt zu Ende mit einem fantastischen Oldtimer. Ich kann nur wirklich sagen, es hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Hat mir wieder eine Riesenfreude bereitet. Herzlichen Dank beim Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei unserem nächsten tollen Auto. Ihr Stefan Luftschütz. Ciao.